Hallo zusammen. Mein Name ist Hanna. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus dem Ausland, aber ich lebe jetzt seit 2 Jahren in Berlin. Ich arbeite als Pflegekraft in einem großen Krankenhaus. Das ist ein harter Job. Ich laufe jeden Tag viele Kilometer durch die Station. Ich helfe kranken Menschen. Ich wasche sie, ich gebe ihnen Essen. Ich halte ihre Hände. Es ist ein wichtiger Job. Und alle sagen, in Deutschland verdient man gut als Krankenschwester. Das habe ich auch gedacht. Bevor ich hierher kam, habe ich die Zahlen im Internet gesehen. 2.400 € netto. Das klang wie ein Vermögen. In meiner Heimatstadt könnte ich davon ein Haus kaufen. Ich dachte, ich würde hier wie eine Prinzessin leben. Aber heute zeige ich euch mein echtes Leben. Ich öffne mein Haushaltsbuch und ich zeige euch, warum am Ende des Monats oft nichts übrig bleibt. Fangen wir mit dem Wichtigsten an, das Wohnen. Berlin ist cool, Berlin ist hip, aber Berlin ist teuer. Als ich hier ankam, habe ich schnell ein Wort gelernt, ein sehr wichtiges Wort: Warmmiete. In Deutschland gibt es 2 Preise für eine Wohnung, die Kaltmiete und die Warmmiete. Im Internet sieht man oft die Kaltmiete. Das sieht billig aus. 800 € für eine 2-Zimmer-Wohnung. Ich dachte, super, das kann ich bezahlen. Aber das ist eine Falle. Kaltmiete bedeutet nur die Wände, keine Heizung, kein Wasser, kein Müll. Der Hausmeister ist nicht dabei. Die echte Miete ist die Warmmiete und die ist viel höher. Ich wohne in einer Altbauwohnung in Neukölln. Es ist ein altes Haus mit hohen Decken. Es sieht schön aus auf Instagram, aber die Fenster sind alt. Wenn der Wind weht, bewegen sich die Vorhänge, auch wenn das Fenster zu ist. Meine Kaltmiete ist 900 €, aber meine Nebenkosten sind 300 €. Warum so viel? Wegen der Heizung. Gas ist teuer geworden. Also überweise ich jeden Monat am 1. genau 1200 € an meinen Vermieter. 1200 €. Das ist genau die Hälfte von meinem Gehalt. Stellt euch das vor. Ich arbeite 2 Wochen lang im Krankenhaus. Ich mache Nachtschichten. Ich habe Stress. Nur um ein Dach über dem Kopf zu haben. Wenn ich das Geld überweise, tut's jedes Mal ein bisschen weh. Ich sehe, wie die Zahl auf meinem Konto kleiner wird. Von 2.400 auf 1200 in einer Sekunde. Und das ist nur der Anfang. Wenn du in eine Wohnung ziehst, ist sie leer. In Deutschland bedeutet leer wirklich leer. Oft gibt es keine Küche, keine Lampen, manchmal nicht mal einen Boden. In meiner Wohnung gab es keine Küche, nur Rohre in der Wand. Ich musste eine Küche kaufen und einbauen lassen. Das hat mich meine ganzen Ersparnisse gekostet. 2.000 € für einen Herd, einen Kühlschrank und ein paar Schränke. Ich habe gelernt, Wohnen in Deutschland ist ein Luxus. Du zahlst für alles, auch für den Namen auf dem Klingelschild. Wenn ich meine Eltern anrufe, glauben sie mir nicht. Sie sagen, aber 1200 € ist so viel Geld. Ich sage, ja Mama, aber hier ist das normal.
Das ist die erste Lektion. Dein Gehalt gehört dir nicht allein. Dein Vermieter ist dein stiller Partner. Und er nimmt immer den größten Teil. Jetzt habe ich noch 1200 € übrig. Das klingt immer noch gut, oder? Man kann gut leben von 1200 €, aber wartet ab. In Deutschland gibt es viele Briefe. Jeden Tag ist mein Briefkasten voll und die meisten Briefe wollen Geld. Der erste Schock war die Kirchensteuer. Als ich meinen Arbeitsvertrag unterschrieben habe, habe ich ein Formular ausgefüllt. Da stand Religion. Ich bin katholisch getauft. Also habe ich römisch-katholisch angekreuzt. Ich dachte, das ist nur für die Statistik. Falsch. In Deutschland zieht der Staat die Kirchensteuer direkt vom Lohn ab. Das sind 8 oder 9% von der Lohnsteuer. Als ich meine erste Gehaltsabrechnung sah, fehlten fast 40 € jeden Monat, 40 € für die Kirche, in die ich nie gehe. Ich habe mich so geärgert, ich musste zum Amt gehen und austreten. Das hat 30 € Gebühr gekostet. Jetzt spare ich das Geld. Aber viele wissen das nicht. Passt auf, was ihr ankreuzt. Dann gibt es den Rundfunkbeitrag. Früher hieß das GZ. Das ist der Beitrag für Fernsehen und Radio. In Deutschland muss jeder Haushalt zahlen. Es ist egal, ob du einen Fernseher hast, es ist egal, ob du Radio hörst, es ist egal, ob du überhaupt Deutsch verstehst. Du wohnst hier? Dann zahlst du. Das sind 18,36 € pro Monat. Der Brief kommt automatisch. Du kannst dich nicht verstecken. Wenn du nicht zahlst, bekommst du Mahnungen. Die werden sehr schnell sehr teuer. Ich kenne Leute, die haben das ignoriert. Jetzt haben sie Hunderte Euro Schulden. Also zahle ich 18,36 € für Programme, die ich selten sehe. Das fühlt sich an wie eine zweite Steuer. Eine Steuer fürs Wohnen und Strom. Strom ist in der Warmmiete fast nie dabei. Das musst du extra anmelden. Ich bin bei Vattenfall. Ich zahle einen Abschlag. Das sind 60 € im Monat. Ich bin sehr sparsam. Ich mache das Licht immer aus. Ich habe keine großen Geräte, nur mein Laptop und mein Handy. Trotzdem, 60 € sind weg. Und Internet. Du brauchst Internet. Ein Vertrag läuft meistens 24 Monate. Du kannst nicht einfach kündigen. Das kostet mich 40 € und mein Handyvertrag kostet 20 €. Rechnen wir mal zusammen. 18 € Rundfunk, 60 € Strom, 40 € Internet, 20 € Handy. Das sind fast 140 € Fixkosten. Einfach nur, um verbunden zu sein, um Licht zu haben, um Nachrichten zu schauen und Versicherungen. Deutschland ist das Land der Versicherungen. Die Deutschen lieben Sicherheit. Und sie haben Angst, vor allem Angst, dass das Handy runterfällt. Angst, dass der Hund jemanden beißt. Angst, dass sie den Schlüssel verlieren. Meine Kollegen haben mir gesagt, Hanna, du brauchst eine Haftpflichtversicherung. Das ist sehr wichtig.
Wenn ich aus Versehen etwas kaputt mache, zum Beispiel das teure Fahrrad von jemandem, oder wenn ich eine Vase im Geschäft umwerfe, dann bezahlt die Versicherung. Sie kostet nicht viel, nur 5 Euro im Monat. Aber es ist noch eine Rechnung. Und ich habe eine Hausratversicherung. Für meine Möbel nochmal 10 Euro. Es sind kleine Beträge, aber viele kleine Beträge machen einen großen Berg. Und mein Berg von Geld wird immer kleiner. Jetzt kommen wir zum Essen. Ich habe noch ungefähr 1000 Euro. Ich muss essen, ich muss trinken und ich muss Putzmittel kaufen. Als ich nach Berlin kam, dachte ich, Essen ist billig hier. Das war einmal. Die Preise sind explodiert. Inflation ist ein Wort, das wir jeden Tag hören. Eine Gurke kostet fast 2 Euro. Butter kostet viel Geld. Ich gehe nicht zu Rewe oder Edeka. Das sind die schönen Supermärkte mit tollem Licht und Musik. Nein, ich gehe zu Aldi oder Lidl. Oder Netto. Das sind die Discounter. Das Licht ist hell und kalt. Die Ware steht in Kartons auf dem Boden. Es ist nicht gemütlich, aber es ist billiger. Ich habe ein Budget für Essen. 300 Euro im Monat. Das sind 10 Euro am Tag. Das klingt machbar. Aber man muss kochen. Wenn ich mir in der Pause einen Döner hole, kostet der 7 Euro. 7 Euro für ein Brot mit Fleisch. Früher hat das 3,50 € gekostet. Wenn ich einen Kaffee dazu trinke, bin ich bei 10 Euro. Dann ist mein Budget für den ganzen Tag weg. Nur für das Mittagessen. Und was esse ich am Abend? Luft. Also koche ich vor. Meal Prep nennt man das heute. Ich koche am Sonntag einen großen Topf Nudeln oder Reis mit Gemüse. Ich tue es in Plastikdosen. Jeden Tag nehme ich eine Dose mit zur Arbeit. Meine Kollegen gehen in die Kantine. Die Kantine kostet 5 Euro pro Essen. Das ist mir zu teuer. Ich esse meine Nudeln in der Teeküche. Ich schaue immer auf die Preise pro Kilo. Ich kaufe die Hausmarken. Ja, oder gut und günstig. Die schmecken genauso gut wie die Markenprodukte. Aber sie kosten die Hälfte. Ich kaufe kein Mineralwasser mehr. Das Leitungswasser in Berlin ist sehr gut. Es ist eines der besten in Europa. Ich habe eine Flasche, die fülle ich immer wieder auf. Das spart mir sicher 20 Euro im Monat. Und ich muss die schweren Flaschen nicht schleppen. Ich wohne im 4. Stock ohne Aufzug. Wasser schleppen ist mein Sport, aber gratis Wasser ist besser. Manchmal möchte ich mir etwas gönnen. Ein Stück guten Käse oder frischen Fisch. Aber dann stehe ich vor dem Regal und rechne. Dieser Lachs kostet 8 Euro. Dafür kann ich 4 Tage lang Nudeln mit Tomatensauce essen. Also lege ich den Lachs zurück. Es ist eine ständige Entscheidung. Qualität oder Quantität? Genuss oder Sparen? Ich fühle mich oft geizig. In meiner Heimat ist Essen ein Fest. Man teilt, man lädt Freunde ein. Hier ist Essen oft nur Nahrungsaufnahme. Schnell, billig, effizient.
Ich vermisse die großen Tische voller Essen. Aber ich kann sie mir nicht leisten. Nicht mit dieser Miete. Wie komme ich zur Arbeit? Ich habe kein Auto. Ein Auto in Berlin ist Wahnsinn. Erstens der Stau. Man steht stundenlang. Zweitens das Parken. Überall muss man Parkscheine ziehen. 2 Euro, 3 Euro pro Stunde. Ein Strafzettel kostet 55 Euro. Und Benzin ist teuer. Also fahre ich mit der Bahn. Mit der S-Bahn und der U-Bahn. Berlin hat ein gutes Netz. Die BVG, weil wir dich lieben, sagen sie. Aber lieben sie mich wirklich? Früher war das Monatsticket sehr teuer, über 80 Euro, aber jetzt haben wir Glück. Es gibt das Deutschland-Ticket, das 49-Euro-Ticket. Das ist eine Revolution. Für 49 Euro im Monat kann ich durch ganz Deutschland fahren, mit allen Bussen und Bahnen außer E. Das klingt super und es spart mir viel Geld, aber es kostet Zeit und Nerven. Meine Schicht im Krankenhaus beginnt um 6 Uhr morgens. Ich muss um 4:45 Uhr aufstehen. Ich laufe zur S-Bahn. Es ist dunkel, es ist kalt und dann steht da, Zug fällt aus. Oder Verspätung 20 Minuten. Dann stehe ich da, in meiner Uniform unter der Jacke und friere. Die nächste Bahn ist voll. Alle drängeln. Es riecht nach Schweiß und Döner von gestern Nacht. Das ist mein Start in den Tag. Ich brauche fast 1 Stunde zur Arbeit. 1 Stunde hin, 1 Stunde zurück. Das sind 2 Stunden pro Tag. 10 Stunden pro Woche. Das ist Zeit, die mir niemand bezahlt. Zeit, in der ich nicht schlafen kann. Manchmal nehme ich einen E-Scooter, diese Roller, die überall stehen. Das macht Spaß. Aber es ist teuer. 1 Euro zum Entsperren. 20 Cent pro Minute. Eine Fahrt kostet schnell 4 oder 5 Euro. Das mache ich nur, wenn ich wirklich spät dran bin. Wenn ich Angst habe, dass die Oberschwester schimpft. Sonst laufe ich. Laufen ist gratis. Ich habe gute Schuhe gekauft. Das war eine Investition. Wer in Berlin lebt, läuft viel. Meine Füße tun oft weh nach der Arbeit. Aber das Taxi ist keine Option. Ein Taxi in Berlin ist nur für Touristen oder Geschäftsleute. Für eine Pflegekraft ist das Taxi ein unerreichbarer Traum. Und dann ist da noch das Fahrrad. Ich habe mir ein gebrauchtes Fahrrad gekauft, auf eBay Kleinanzeigen für 80 Euro. Es ist alt, es klappert, aber es fährt. Im Sommer ist das toll. Ich fahre am Kanal entlang. Ich spüre den Wind. Ich bin schneller als die Autos. Aber Berlin ist gefährlich für Radfahrer. Es gibt viele Autos, die nicht gucken. Ich muss sehr vorsichtig sein. Und Fahrräder werden geklaut. Ständig. Mein erstes Fahrrad wurde nach 2 Wochen gestohlen. Obwohl ich ein Schloss hatte. Jetzt habe ich 2 Schlösser. Die Schlösser sind teurer als das Fahrrad. Das ist Berlin. Du musst dein Eigentum beschützen, sonst ist es weg.
Jetzt erzähle ich euch etwas, das vielleicht komisch klingt. Etwas sehr Deutsches. Es geht um Flaschen. Um Plastikflaschen und Dosen. In Deutschland werfen wir Flaschen nicht weg. Wir sammeln sie, das heißt Pfand. Wenn du eine Cola kaufst, zahlst du 25 Cent extra. Das ist das Pfand. Wenn du die Flasche zurückbringst, bekommst du die 25 Cent wieder. Am Anfang dachte ich, was sind schon 25 Cent? Ich habe die Flaschen weggeworfen. Ich habe Geld weggeworfen. Aber jetzt bin ich ein Pfandprofi. Ich habe eine Tasche in meiner Küche. Da kommen alle leeren Flaschen rein. Wasserflaschen, Bierflaschen, Dosen. Wenn die Tasche voll ist, gehe ich zum Supermarkt. Da stehen diese Automaten. Sie machen Lärm, Krach, sie fressen die Flaschen. Manchmal stinkt es nach altem Bier. Man steht da und schiebt eine Flasche nach der anderen rein. Und man sieht auf dem Display, wie das Geld wächst. 25 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro. Es fühlt sich an wie ein Spielautomatengewinn. Aber es ist mein eigenes Geld, das ich zurückbekomme. Manchmal am Ende des Monats, wenn mein Konto leer ist diese Tasche meine Rettung. Ich suche in der ganzen Wohnung nach Flaschen. Unter dem Bett, hinter dem Sofa. Ich bringe sie weg und bekomme 5 oder 6 Euro. Davon kaufe ich Brot, Milch und Eier. Es ist mein Notgroschen. Aber es gibt noch eine andere Seite. Wenn ich durch den Park laufe, sehe ich oft Menschen, die in die Mülleimer greifen. Alte Menschen, Rentner. Sie suchen nach Pfandflaschen. Sie brauchen diese 25 Cent zum Überleben. Das bricht mir das Herz. In einem so reichen Land wie Deutschland müssen Oma und Opa im Müll wühlen? Ich habe gelernt, meine Flaschen nicht in den Müll zu werfen, wenn ich draußen bin. Ich stelle sie daneben, neben den Mülleimer, damit die Sammler nicht in den Dreck greifen müssen. Das nennt man hier Pfand, gehört daneben. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz der Solidarität. Manchmal, wenn ich knapp bei Kasse bin, überlege ich auch, eine Flasche aufzuheben, die ich sehe. Aber ich schäme mich noch. Ich habe einen Job. Ich bin stolz. Aber ich verstehe jetzt, warum Menschen es tun. 25 Cent sind 25 Cent. 4 Flaschen sind 1 Euro. 1 Euro ist eine Packung Nudeln. Das ist eine Mahlzeit. Das ist die Mathematik der Straße. Was bleibt am Ende übrig? Rechnen wir mal zusammen. 2.400 Euro netto, minus 1.200 Euro Miete, minus 140 Euro Fixkosten für Verträge, minus 300 Euro Essen, minus 49 Euro Ticket, minus 40 Euro Kirchensteuer, Fehler am Anfang. Das sind über 1.700 Euro Fixkosten. Ich habe noch 600 oder 700 Euro frei. Das klingt viel. Aber davon muss ich Kleidung kaufen. Hygieneartikel, Geschenke für Geburtstage. Und ich möchte sparen. Ich möchte einmal im Jahr nach Hause fliegen. Ein Flug kostet 300 Euro, also muss ich jeden Monat Geld zurücklegen.
Das Problem ist das soziale Leben. Ausgehen in Berlin ist teuer geworden. Ein Bier in einer Kneipe kostet 4 oder 5 Euro, ein Cocktail 12 Euro, Eintritt in den Club 15 oder 20 Euro. Wenn meine Freunde sagen, komm, wir gehen feiern, muss ich oft Nein sagen. Oder ich trinke nur ein Wasser. Das nennt man hier Vorglühen. Man trifft sich zu Hause, trinkt billigen Alkohol aus dem Supermarkt und geht erst spät raus, um Geld zu sparen. Aber es fühlt sich oft so an, als würde ich Dinge verpassen. FOMO. Fear of missing out. Ich arbeite hart, aber ich kann nicht leben wie die Leute in den Filmen. Ich spare. Ich bin eine Sparfüchsin geworden. Ich habe Apps auf dem Handy, die mir Angebote zeigen. Ich kaufe Kleidung nur im Sale oder Secondhand. Berlin hat tolle Flohmärkte, da finde ich manchmal ein Pullover für 2 Euro. Das macht Spaß, aber es ist auch eine Notwendigkeit. Ich kann nicht einfach in den Laden gehen und kaufen, was ich will. Ich muss immer den Preis umdrehen, immer rechnen. Brauche ich das wirklich? Meistens ist die Antwort nein. Ist es das wert? Das frage ich mich oft. Ich lebe in einer tollen Stadt. Ich habe Sicherheit. Ich habe eine Krankenversicherung, die alles bezahlt, wenn ich krank werde. Das ist viel wert. Ich habe 30 Tage Urlaub im Jahr. Das ist Luxus. In vielen Ländern gibt es das nicht. Aber der Preis ist hoch. Der Preis ist Stress. Der Preis ist eine kleine kalte Wohnung. Der Preis ist Einsamkeit, weil man kein Geld für Restaurants hat. Ich bin nicht arm, aber ich bin auch nicht reich. Ich bin Mittelschicht. Aber die Mittelschicht muss jeden Tag kämpfen, um nicht abzurutschen. Mein Rat an euch: Wenn ihr nach Deutschland kommt, lasst euch nicht von den hohen Bruttogehältern blenden. Schaut auf das Netto und schaut auf die Mieten. Seid bereit, klein anzufangen. Lernt kochen, lernt Fahrradfahren und lernt, dass Pfandflaschen kein Müll sind, sondern Geld. Deutschland ist ein Land der Disziplin. Auch beim Geld. Wenn du deine Finanzen nicht kontrollierst, kontrollieren sie dich. Ich habe meinen Frieden gefunden. Ich brauche keinen Luxus. Ich brauche nur meine Ruhe, meine Nudeln und meine 49-Euro-Karte. Das ist mein Berlin. Hart, aber ehrlich. Danke fürs Zuhören.